Hallo zusammen, willkommen zurück. Heute geht's um Ripple. Ripple ist eine weitere Kryptowährung, die sich auf das Bankenumfeld spezialisiert hat. Das heißt, da sind auch einige Kooperationen schon mit Banken entstanden und die haben Ripple natürlich einiges an Vorsprung verschafft, könnte man sagen. Und es ist auch mittlerweile eine sehr, sehr große und nicht gerade günstige Kryptowährung. Und ja, für den Kurs ist es natürlich alles recht interessant, aber ich möchte euch auch trotzdem vorstellen, um was es dabei eigentlich geht. Denn diese Kryptowährung ist keine richtige Blockchain-Technologie, wenn man so möchte, wie wir auch gleich sehen werden. Also, zunächst einmal die Vorteile wie üblich. Und zwar, das ist der große Vorteil von Ripple gewesen zu dem Zeitpunkt, als Ripple rausgekommen ist. Wir haben Echtzeittransaktionen. Das heißt, Transaktionen werden innerhalb von 4 Sekunden auf jeden Fall ausgeführt und müssen nicht wie bei Blockchain dann noch 60 Minuten oder sowas liegen gelassen werden, damit man sicher sein kann, dass kein Double Spend existiert. Nein. Bei Ripple ist tatsächlich so, wenn eine Transaktion ausgeführt wird, dann ist das Geld da und das geht innerhalb von weniger als 4 Sekunden. Zusätzlich kann man auch über 10.000 Transaktionen pro Sekunde durchführen. Das klingt alles super, super krass. Das ist wirklich beeindruckend, wenn man das so möchte. Und da sehen wir auch natürlich, das skaliert richtig krass. Und es sollen sogar ab 2019, es gibt es noch nicht, aber es sollen ab 2019 Smart Contracts richtig eingeführt werden. Wobei ich mir vielleicht vorstellen könnte, dass da noch ein paar Kinderkrankheiten dabei sind, wie eben auch bei Ethereum. Und da kann natürlich immer irgendwelche Schwachstellen oder sowas in der VM oder so können da auftreten. Das ist immer mit Vorsicht zu betrachten, wenn eine Kryptowährung da direkt neu einsteigt. So, jetzt die Nachteile und das ist das, was mich von Ripple immer fernbleiben lässt. Zunächst einmal, Ripple ist tatsächlich für Banken gedacht. Das heißt, Banken waren aber eigentlich das, was Kryptowährungen loswerden wollten. Wenn wir uns mal an Bitcoin erinnern, wir wollten unabhängig sein von Banken. Das geht im Fall von Ripple, naja, es ist immer noch eine Blockchain-Technologie, aber es geht trotzdem nicht. Denn die Firma Ripple, die besitzt, also Ripple ist eigentlich die Firma und XRP, also Ripple, die Coin Ripple, die ist tatsächlich die Blockchain-Coin und Ripple an sich ist eigentlich eine Firma bzw. ein ganzes Geldsystem und die besitzen 60% aller Coins. Das ist einfach so gemacht, damit, ja, ist halt so. Ich weiß nicht, warum die das so gemacht haben und haben dadurch eben die alleinige Kontrolle. Zusätzlich ist Ripple auch noch, oder die Coin XRP ist eigentlich zentralisiert. Das heißt, ihr habt keinen Mining-Algorithmus oder keinen Proof-of-Stake-Algorithmus oder sonst irgendwas, was euch neue Blöcke erschaffen lässt. Nein, alle Blöcke werden von der Firma hinter Ripple, also Ripple tatsächlich, werden von denen erstellt. Und deswegen ist eigentlich Ripple keine Blockchain-Technologie oder keine Kryptowährung in dem Sinne, es ist nur eine Blockchain-Technologie, trotzdem Open Source und alles drum und dran, aber es ist trotzdem eben keine richtige Kryptowährung, weil es eben nicht dezentralisiert ist. Und das ist eigentlich der Punkt, der für Kryptowährungen extrem wichtig ist. Eigentlich ist das so der Hauptgrund gewesen, warum man überhaupt Kryptowährungen erschaffen hat. Man wollte eine dezentralisierte Währung haben, ähnlich wie eben Gold oder eben von mir aus Bargeld. Das ist ja eigentlich auch dezentralisiert, wenn man zumindest davon ausgeht, dass das Bargeld nicht seinen Wert verliert. Und dann ist das eigentlich alles soweit ganz gut und das wollte man eben fürs Internet schaffen, weswegen dann Bitcoin entstanden ist. Das heißt, Ripple pfeift eigentlich so ein bisschen auf das Konzept von Kryptowährung oder den Sinn hinter Kryptowährung und sagt sich, hey, wir sind zentralisiert, wir sind die coolsten und wir kooperieren mit Banken. Aus diesem Grund, naja, Ripple an sich, also wenn ihr jetzt nur im Sinne von Trading denkt, Ripple an sich ist tatsächlich nicht wenig erfolgreich. Natürlich auch dadurch, dass sie auch sehr, sehr viele und sehr, sehr gute, starke Partnerschaften mit Firmen oder Banken vor allem eingegangen sind. Da sind sie schon ordentlich dran gewachsen und das hat natürlich auch viele auf den Zug aufspringen lassen, die dann gesagt haben, okay, wir investieren in Ripple. Das heißt, Ripple ist an sich eine starke Kryptowährung, was den Kurs angeht, aber das Konzept hinten dran ist leider stark lückenhaft und ich könnte mir vorstellen, dass sobald dann auch wirklich wieder dieses Bewusstsein hintendran steigt, warum wir eigentlich Kryptowährungen wollten, dass dann auch Ripple ordentlich, im Kurs fallen wird. Also im Endeffekt ist das für mich momentan so ein kleines bisschen eine Zeitbombe, aber das ist natürlich nur meine Meinung. Ich kann die Zukunft nicht vorhersehen, ich weiß nicht genau, was da alles passiert.
Und ja, in diesem Sinne soll es das eigentlich mal gewesen sein. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.